Die Big Tech-Unternehmen Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und die schauen wir uns heute mal etwas genauer an. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich analysiere heute mit euch mal die vier größten Tech-Konzerne aus den USA. Wir schauen uns die aktuelle Situation bei den Unternehmen an und wie die letzten Quartalszahlen denn so ausgesehen haben. Das erste Unternehmen ist Alphabet. Bei Alphabet sah es sehr, sehr gut aus. Die erste Reaktion auf die Zahlen war positiv und man hat die Erwartungen übertroffen. Ja, zuerst ging jetzt hier der Kurs mit plus 5% schön nach oben. Es war aber dann auch eher von kurzer Dauer und viel von den eher frühen Gewinnen wurde dann auch wieder abgegeben. Das Umsatzwachstum lag 15% im Plus im Vergleich zum Vorjahr, also das ist auf jeden Fall durchaus stark. Auch bei den Earnings sehen wir hier ein gutes Wachstum, 14,96% wurden die Erwartungen übertroffen und Sundar Pichai sagt jetzt, dass die Palette von KI-Produkten ja, von Millionen von Usern benutzt wird und das da auch dazu führt, dass die Werbeeinnahmen steigen und das Werbegeschäft an sich ja, profitiert von diesen KI-getriebenen Funktionen, weil einfach viel besser die Werbung ja, gezeigt werden kann, also genau auf die Bedürfnisse der End-User abgestimmt werden können. Ja, die einzelnen Segmente, also wir haben hier YouTube Advertising Revenue, das sehr gut gelaufen ist, da wurden die Erwartungen übertroffen, genau wie bei der Google Cloud, die hat wirklich sehr stark überzeugt. Aber auch Waymo, also unter dem Other-Bet-Segment, hat sich jetzt hier als ja, guter Profiteur herausgestellt. Da hat man wirklich extrem gutes Wachstum hingelegt und zwar ein Umsatzwachstum von 297 Millionen letztes Jahr auf jetzt 388 Millionen. Also das ist wirklich schon mittlerweile ein sehr interessanter Bereich von Google, der natürlich auch sehr zukunftsträchtig ist. Wir haben ein Net Income von 26,3 Milliarden US-Dollar gesehen. Hier sehen wir mal einen schönen Überblick über die Segmente und das Wachstum und sehen, dass die Google Cloud hier mit dem Year-over-Year-Change mit 35% das höchste Wachstum hat und danach dann gleich hier Google Other, also da sind die ganzen Other Bets mit drinnen, also auch Waymo. Ja, nur Google Network ist hier leicht rückläufig gewesen, sonst sieht es überall gut aus. Die Google Search konnte hier auch mit 12,2% wachsen und letztendlich ist jetzt die finale Bewegung bei Alphabet plus 3% gewesen. Wir schauen uns jetzt den aktuellen Chart von Alphabet an und langfristig bewegen wir uns ja hier schön in einem ja, Monatsaufwärtstrend und befinden uns jetzt hier oben auf Allzeithoch. Ich möchte heute auch so ein bisschen mehr auf die Charttechnik eingehen und deswegen haben wir hier schön dargestellt, also in grün immer der Impuls, dann die jeweilige Korrektur dazu. Und wir sehen, wir befinden uns jetzt im Moment eher in so einer Korrekturphase, hatten jetzt hier auch bisher eine relativ schwache Wochenkerze, nachdem eben diese ganzen frühen Gewinne wieder abgegeben werden mussten. Kurzfristig sieht es aber ganz gut aus bei Google. Also wenn wir uns hier mal das Fibonacci Retracement einzeichnen, sehen wir hier, wir haben hier schön dieses 78,6er abgeholt mit diesem Level hier von Januar 2024 und jetzt tatsächlich auch der kurzfristige Trendwechsel. Wichtigste Unterstützungszone jetzt hier bei 170 US-Dollar. Wenn wir hier eine Stabilisierung sehen, kurzfristig mal nette Einstiegsmöglichkeit, also hier mit dieser ja, fast schon inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sieht es jetzt im Moment sehr positiv aus für Google. Langfristig ist es jetzt natürlich keine historische Einstiegschance. Die gab es hier unten mal, aber mittelfristig für den kleinen Nachkauf durchaus interessant, aber natürlich keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Guck mal gleich zur nächsten Aktie, die ich mit dabei habe. Aber davor, wenn dir das Video gefallen hat und du dich generell für die Quartalszahlen von Unternehmen interessierst, lass doch gerne ein Abo da für meinen Kanal. Ein Daumen nach oben freut mich auch immer wirklich sehr stark. Und ja, natürlich gerne auch die Glocke anmachen, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. So, gucken wir mal auf Amazon. Ja, auch wirklich gute Zahlen vorgelegt und auch eine sehr positive Reaktion am Markt. Man hat die Erwartungen hier deutlich übertroffen mit den Earnings von 1,43 $, die es letztendlich waren.
und erwartet wurden aber nur 1,14 US-Cent, also hier wirklich um 25,43% die Earnings per Share Ergebnis Erwartungen übertroffen und auch beim Umsatz leicht übertroffen mit 1,02%. Ja, also die 19% AWS-Sales haben natürlich zu dem guten Wachstum dazu geholfen, aber man wächst tatsächlich hier in diesem Cloud-Segment deutlich langsamer, als es beispielsweise die Google Cloud tut oder Microsoft Azure. Ja, die beiden Anbieter wachsen hier nämlich mit über 30% und AWS jetzt hier doch eher enttäuschend mit nur 19% Sales-Wachstum, aber AWS ist natürlich hier auch der Marktführer und man hat sich da schon einfach eine stärkere Position auch erarbeitet. Was auch noch zu sagen ist, AWS hat hier einen CapEx-Zuwachs von 84% gesehen, also die Kosten für KI-Chips und Datacenter sind wirklich explodiert und man versucht sich halt da sehr stark aufzustellen, hat natürlich auch ja, ganz klar mit KI ganz viel zu tun. Der Ausblick an sich, der war jetzt relativ moderat. Das Operating Income ist aber stark gewachsen mit 56%. Also da sieht man, das Unternehmen versucht jetzt eben wirklich stark profitabel zu werden und das schafft man auch. Man hat jetzt zuletzt auch 27.000 Stellen gestrichen, also Leute entlassen. Das fördert natürlich dann auch die Profitabilität von Amazon, auch wenn jetzt hier der Ausblick mit einem relativen moderaten Wachstum ja, aussieht. Schauen wir uns mal auch hier die einzelnen Segmente an. Wir sehen hier das Wachstum bei den Online-Stores, also bei Amazon.com, 7,2% Wachstum year over year. Wichtigsten auch Advertising Services, also das neue Segment mit der Werbung, ist um 18,8% angestiegen. Also auch hier wirklich gutes Ergebnis. Die physikalischen Läden sind um 5,4% gestiegen, also eher moderat, aber doch durchaus ja, sehr gute Zahlen, die Amazon hier vorlegen konnte. Und da schauen wir uns jetzt auch den Kursverlauf an. Bei Amazon gab es ja eine sehr positive Reaktion auf den Kurs mit plus 6% hier nachbörslich. Vorbörslich sind wir jetzt hier plus 6,13% unterwegs. Ja, seit 2022 hatten wir auch hier zwei schöne Impulse. Dann hier wieder in Orange eine Korrekturphase, die jetzt hier geendet ist, rund um dieses 38,2er. Wir sind jetzt also fast hier auch wieder auf Allzeithoch, wenn wir die 6% nochmal oben drauf packen. Sieht also eher positiv aus im Moment. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen jetzt wahrscheinlich neue Alltimers schreibt. Ist jetzt langfristig leider kein spannender Einstieg hier irgendwie möglich bei Amazon. Also es ist jetzt eher eine Art Seitwärtsphase. Wir sind jetzt auch in keiner Korrektur mehr, also wir sind fast auf Allzeithoch. Aber die Zahlen, die konnten hier auf jeden Fall überzeugen. Ich bin aber jetzt nicht so extrem überzeugt von dem Unternehmen. Also ich denke, es ist eine gute Aktie, auf jeden Fall ein stabiler Play. Aber ja, die Charttechnik, die gefällt mir jetzt hier bei dem Unternehmen nicht besonders. Ich gehe eher davon aus, dass man hier jetzt praktisch so einen neuen Trend aufbauen muss, nachdem die Symmetrie jetzt hier schon deutlich verletzt wurde. Aber auf jeden Fall natürlich ein solides Unternehmen. Ja, wir gucken jetzt aber direkt weiter. Und das nächste Unternehmen davor. Es gibt im Moment eine Aktion von Finanzen Net Zero, dem günstigsten Broker für Aktien, den es überhaupt in Deutschland gibt. Und da könnt ihr eine Prämie abräumen von bis zu 350 Euro, also Wechselbonus von bis zu 300 Euro, wenn ihr praktisch euer Depot dorthin übertragt und fest 50 Euro Neukundenbonus mit dem Code ZEROYETZT und mit dem ersten angepinnten Kommentar, dem Link für Finanzen Net Zero oder in der Beschreibung einfach den Link anwählen und sich dort registrieren mit dem Code ZEROYETZT und dann die Prämie kassieren. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch indirekt. Also danke an der Stelle. Schauen wir auf Microsoft. Microsoft, ganz gute Zahlen gewesen. Leider, ja, so oft ist es an der Börse, oft ist es eben so, dass dann die gute Zahlen nicht ausreichen, sondern der Ausblick eben die wichtige Rolle spielt und ja, der Ausblick, der hat eher etwas enttäuscht. Der Umsatz ist um 16% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und das Net Income um 11%. Also hier eigentlich sehr starke Zahlen. Man hat auch die Erwartungen im Allgemeinen übertroffen. Die Earnings per Share wurden um 6,41% übertroffen und der Umsatz um 1,58%. Und man hat
jetzt auch ein 14 Milliarden Investment in OpenAI mittlerweile, ja, deren Produkt ChatGPT natürlich auch in der letzten Finanzierungsrunde eine wahnsinnige hohe Bewertung erhalten hat. Also da ist man wirklich gut aufgestellt und kann auch von dem Invest in OpenAI ja, profitieren. Gucken wir uns auch hier mal die Segmentverteilung an von Microsoft. Wir sehen, dass Azure wirklich extrem starkes Wachstum hatte mit 33%, aber das war natürlich auch schon in den Vorquartalen der Fall. Also guter Revenue-Mix, aber auch hier sind die CAPEX, also die Ausgaben für Data Center und KI, um 50% gestiegen. Also auch hier muss das Unternehmen, ähnlich wie es Amazon muss, ähnlich wie es einfach Google muss, die müssen hier viel investieren, um sich eben aufzustellen für die ganzen Data Center und KI-Kosten. Es spielt jetzt eben auch doch eine große Rolle. Und wenn wir uns das Quartal noch genauer anschauen, sehen wir, dass vor allem Xbox und Content Services gut gewachsen sind. Hängt natürlich auch jetzt mit der Übernahme von Activision zusammen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut gewesen für Microsoft und an sich ja, guter Revenue-Mix ist ja auch ein sehr stabiler Wert. Da wird es jetzt aber spannend hier bei dem Chart von Microsoft, weil wir hier doch wirklich eine sehr negative Bewegung gesehen haben mit minus 6%. Mittelfristig sind wir jetzt hier auf jeden Fall in einer Korrektur, nachdem wir jetzt hier auch wieder so Korrekturartig nach unten gelaufen sind. Kurzfristig stehen wir hier aber tatsächlich kurz vor einer Top-Bildung. Also im Moment ist die noch nicht ausgelöst, aber sollten wir hier unter die 385 US-Dollar fallen, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir tatsächlich nochmal die 330, 350 US-Dollar sehen. Also im Moment sieht es eher weniger schön aus nach diesem minus 6%. Gestern, heute haben wir hier schon Pre-Market wieder leicht steigende Kurse. Aber diese potenzielle Schulterkopf-Schulterformation, die sollte jetzt auf jeden Fall nicht nach unten ausgelöst werden. Es wäre definitiv besser, wenn wir jetzt hier anfangen, einen schönen Boden zu bauen. Aber ja, das muss man auf jeden Fall abwarten. Sollten wir hier jetzt wirklich noch mit dem Kurs runterkommen auf das letzte All-Time-High von 2022, dann würden sich natürlich hier wirklich langfristig wieder eine richtig gute Einstiegschance ergeben. Also sollte das der Fall sein, dann werde ich dazu aber nochmal gesondert ein Video machen. Im Moment ist es jetzt nicht akut spannend für einen Einstieg, auch wenn das hier oben natürlich schon eine ganz nette ja, Korrektur ist. Wir sind ja nicht auf Allzeithoch, aber da muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich das Unternehmen und der Kurs in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Guck mal zum nächsten Unternehmen, das ich mit dabei habe, und das ist Apple. Ja, Apple, sehr, sehr wichtiges Unternehmen. Auch hier konnten die Ergebnisse übertroffen werden, zumindest auf adjustierter Basis. Hier Revenue um 0,44% übertroffen. Und ja, man macht immer noch 49% seiner Umsätze durch das iPhone. Der Ausblick, der war eher enttäuschend und da hat man nämlich nur für niedriges bis mittleres einstelliges Umsatzwachstum ja vorhergesagt für das ganze Geschäftsjahr. Also das ist ja eben auch eher das Hauptproblem von Apple, dass man nur noch so schwach und langsam wächst. Auf Sicht eines Jahres hat man hier jetzt ein Umsatzwachstum von nur 2% hingelegt. Also es ist einfach ein Unternehmen, das Probleme hat, hier weiter ja, zu wachsen. Und es ist einfach so, dass die Börse ja, die Unternehmen, die noch wachsen, deutlich höher bewertet, wie es ist und im Vergleich zu Unternehmen, die eben ja, stagnieren. Und Apple muss jetzt eben versuchen, hier wieder neue Wachstumspfade für sich zu finden und zu entdecken. Ja, wenn man die Segmente sich anschaut, dann waren vor allem die Apple Services wieder gut mit 12% Wachstum, Apple iPad tatsächlich auch stark mit 8% Wachstum, Mac ganz okay, 2%. Vor allem bei den Others, also wo dann auch hier die Hörgeräte, also iPods mit drinnen sind, da gab es rückläufiges Ergebnis von minus 3% und auch das China-Geschäft, das ist im Moment minimal negativ, was natürlich auch eher für Enttäuschung dann gesorgt hat, aber es ist jetzt noch kein besorgniserregendes Ergebnis hier in China. Aber sind wahrscheinlich die Hauptgründe, warum das Unternehmen jetzt auch ca. 2% ja, nach unten läuft. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Verteilung des Wachstums auf den einzelnen Segmenten. Und wie bereits erwähnt, also hier iPad stark 7,9% und hier Wearables, Home and Accessories minus 3% hier als einziges Segment rückläufig. Aber da schauen wir uns jetzt auch mal den Chart an von Apple.
Ist ja auch immer spannend zu sehen, wie sich das Unternehmen oder wie sich der Kurs reagiert auf die einzelnen Zahlen. Wir sind jetzt hier minus 1% im Moment im negativen Bereich, bewegen uns hier aber natürlich auch auf Allzeithoch. Die wichtigste Unterstützungszone ist nach wie vor hier unten bei 190 US-Dollar. Ja, wenn wir jetzt da wirklich nach unten uns auflösen und dieses Tief hier bei 220 US-Dollar unterschreiten, dann halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass wir uns wirklich hier unten dann erst wieder fangen bei 190. Wäre auf jeden Fall dann aber auch mal interessant abzuwarten und ja, mal zu gucken, ob sich das Unternehmen dann hier unten fängt und man hier mal eine erste Position eröffnen kann. Also natürlich auch absolutes Basisinvestment. Mit Apple macht man natürlich immer wenig falsch. Ist ja auch eines der größten Unternehmen der Welt und auch in den USA wirklich stark eingesessen, auch wenn man hier diese ganzen Wachstumsprobleme ja durchaus nicht verkennen sollte. Also für mich erst wieder spannend, wenn wir uns hier unten wiederfinden. Bis dahin höchstens ein Wert für meine Watchliste. Ja, also im Allgemeinen, wenn wir uns hier mal die Ergebnisse anschauen, dann sehen wir, dass die Kursreaktionen von Alphabet und Amazon ja vor allem in den ersten paar Minuten und Stunden positiv war. Bei Amazon noch etwas besser, wie es bei Alphabet der Fall war. Und bei Apple und Microsoft ging es eher deutlicher nach unten, vor allem bei Microsoft. Da ja, hat man einfach viel mehr erwartet. Apple jetzt hier mit nur leicht rückläufigen Kursen, von dem her nicht allzu aussagekräftig, aber es ist natürlich immer sehr, sehr spannend, wie der Kurs an sich reagiert. Ja, also der Markt hat ja immer recht, von dem her sollte das auch hier ja, das Hauptargument sein für die Quartalszahlen, ob die jetzt eben gut, schlecht waren, auch wenn man das natürlich immer ja, im Kontext sehen muss, wie eben die Marktstimmung ist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und du dich jetzt noch interessierst, welche Aktien jetzt wirklich sehr spannend werden könnten im Monat November, dann check doch mein letztes Video aus zu den Top-Aktien im November. Da geht es um Dividendenaktien, Qualitätsaktien ist auch dabei gewesen und ein wirklich spannender deutscher Wachstumswert. Also gerne abchecken und natürlich dein Abonnement hier für den Kanal nicht vergessen. Gerne Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.